Dann kam Frau Ösus, ich habe es gerade erwähnt, die Skandalnudel sondergleichen, die also schon öfter als Gewohnheitstäterin auffällig geworden ist. Seit 2011 geistert sie durch die Gazetten antisemitisch-islamistische Anwallungen, Äußerungen, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann. 2011 hat sie die Islam-Konferenz boykottieren wollen. 2016 die Armenien-Resolution zum Völkermord in Armenien massiv kritisiert. Sie hat sich gegen ein Verbot von Kinderehen ausgesprochen. Sie sah die Bekämpfung des Salafismus kritisch. Im November 2017 hat sie festgestellt, es gebe keine gültige deutsche Identität. Guten Morgen, liebe Leute. Heute geht es um einen echten Skandal im Bundestag. Frau Öztürk, die sogenannte Skandalnudel, ist mal wieder auf der Bühne und es geht um nichts Geringeres als unglaubliche Vorkommnisse, die einem die Sprache verschlagen. Warum eine Abwahl von Vizepräsidentin im Bundestag fast unmöglich ist und warum gerade sie immer wieder Schlagzeilen macht, das und mehr in unserem Video. Also bleibt dran. Hier erfahrt ihr alles, was die anderen gern verschweigen würden. Auf geht's! Ja, guten Morgen auch von mir. So kurz wollte ich gar nicht machen, aber ich versuche dann, wenn ich schon mal die Chance habe, hier was zu sagen, dann ich bemühe mich. So, Skandal im Bundestag, Sie haben es mitbekommen, Frau Ösus, die Skandalnudel im Deutschen Bundestagspräsidium hat mal wieder zugeschlagen. Der Bundestagsvizepräsident ist ja ein Buch mit vielen Kapiteln in der Vergangenheit. Seit 7 Jahren wird uns entgegen dem, was in der Geschäftsordnung drin steht, verwehrt, einen Bundestagsvizepräsidenten zu stellen. Seit etwa 4 Jahren wird uns verwehrt, seit 3 Jahren wird uns verwehrt, Ausschussvorsitzende zu stellen. Wir haben in fast jeder Sitzung, soweit es zulässig war, Kandidaten aufgestellt. Am Anfang in jeder Sitzung einen eigenen Kandidaten. Dann kamen die Altparteien, die selbsternannten Qualitätsdemokraten auf den Gedanken, nee, das geht nur alle 3 Wochen. Dann haben wir alle 3 Wochen mal Kandidaten aufgestellt. Ich gehe das mal durch. Wir haben angefangen mit Michael Kaufmann aus Thüringen. Der war in Thüringen Landtagsvizepräsident, von Bodo Ramelow gewählt, wie Bodo Ramelow auch eingeräumt hat. Der hatte im Deutschen Bundestag keine Chance. Kandidiert haben dann Malte Kaufmann, Peter Böhringer, Stefan Protschka, Sebastian Münzenmaier, Gerold Otten, Stefan Brandner, Kai-Uwe Ziegler, Tobias Peterka, Edgar Naujock, Marianne Harder-Kühnel, Jörg Schneider, Hannes Knauk, Martin Erwin Renner, Jürgen Braun, Mike Monsek, Marc Bernhard, Jan Nolte, Jörn König, Rainer Kraft hat kandidiert, Wolfgang Wieder hat kandidiert, Carsten Hilse, Norbert Kleinwächter und Stefan Keuter. Das waren alles unsere Kandidaten, die allesamt durchgefallen sind, obwohl die Qualitätsdemokraten der anderen Parteien gesagt haben, nee, also im Grundsatz steht euch das zu. Und jetzt gestatten Sie mir die Bemerkung, dass jeder einzelne Kandidat von uns eine wirklich intellektuelle Bereicherung des Präsidiums geworden wäre, vor allem wenn man das mit solchen Überfliegern vergleicht, mit Frau Pau, Frau Makwas, insbesondere Frau Göring-Eckardt natürlich und Frau Ösus. Es war gang und gäbe zu sagen, eine Fraktion, ein Vizepräsident, so steht es auch in der Geschäftsordnung drin. Wir hatten dann, nachdem sich die Fraktion der Linken aufgelöst hatte, eine Debatte im Deutschen Bundestag geführt, warum Frau Pau überhaupt noch Vizepräsidentin ist, denn die hat ja keine Fraktion mehr, die hinter ihr steht. Da wurde uns dann vermittelt, ja, das wäre zwar so, aber Bundestagsvizepräsidenten wären per se nicht abwählbar. So ein Unsinn muss man sich vorstellen. Das wären dann die einzigen Personen mit politischem Amt in Deutschland, die aus einem Amt nicht entfernt werden können. Der Bundespräsident kann entfernt werden, der Bundeskanzler kann entfernt werden, jeder kann aus dem Amt entfernt werden, nur angeblich Bundestagsvizepräsidenten nicht. Warum nicht? Weil in der Geschäftsordnung drin steht, die werden für 4 Jahre gewählt. In der Geschäftsordnung wohlgemerkt, im Grundgesetz finden Sie dazu nichts. Das war also die Ausgangslage damals. Dann kam Frau Ösus, ich habe es gerade erwähnt, die Skandalnudel sondergleichen, die also schon öfter als Gewohnheitstäterin auffällig geworden ist. Seit 2011 geistert sie durch die Gazetten antisemitisch-islamistische Anwallungen, Äußerungen, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann. 2011 hat sie die Islam-Konferenz boykottieren wollen. 2016 die Armenien-Resolution zum Völkermord in Armenien massiv kritisiert. Sie hat sich gegen ein Verbot von Kinderehen ausgesprochen. Sie sah die Bekämpfung des Salafismus kritisch. Im November 2017 hat sie festgestellt, es gebe keine gültige deutsche Identität.
Die Debatte über die Leitkultur würde ein Klischee zum Deutschsein beflügeln und eine spezifisch deutsche Kultur jenseits der Sprache sei nicht identifizierbar. Sowas alles von der Vizepräsidentin. Dann hat sie im April diesen Jahres, ist sie ausfällig geworden, was den Terrorangriff der Hamas auf Israel angeht, hat eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben. Da hat sie eigentlich nur gerettet, eine relativ lange Pause hier im Parlament. Ansonsten wäre da schon eigentlich ein Rücktritt debattiert worden oder fällig gewesen. Und auf die Spitze getrieben hat es dann im Oktober 2024, nachdem sie ein Foto mit einem Flammeninferno retweetet hat, oder auf Instagram war es, glaube ich, mit dem Hinweis, das ist Zionismus. Das war dann sogar der CDU zu viel. Die CDU hat Rücktrittsforderungen gestellt. Übrigens hat das auch die Jüdische Rundschau sehr gut aufgegriffen, wenn Sie mal schauen. Aydan Özögus, Israel-Hasserin, Terrorversteherin und Bundestagsvizepräsidentin. Also eine solche Frau spricht für den Deutschen Bundestag. Die CDU hat es dann aufgegriffen, hat Rücktrittsforderungen gestellt, sich allerdings nicht dazu durchringen können, eine Abwahl von Frau Özögus oder Frau Özögus in die Wege zu leiten. Es war Thema im Ältestenrat, das war nachlesbar bei Tichys Einblick, dass die Ampelkoalitionäre, damals gab es die Ampel noch, gesagt haben, ja, das wäre zwar jetzt nicht so schön gewesen von der Frau Özögus, aber eigentlich eine lässliche Sünde. Sie hätte sich ja auch irgendwie entschuldigen lassen durch irgendjemand. Herr Kubicki hat gesagt, ja, das wäre Meinungsfreiheit und man dürfte das alles nicht so eng sehen. Wenn man die gleichen Maßstäbe anlegt an das, was beispielsweise zur Abwahl von Ausschussvorsitzenden im Deutschen Bundestag ausgereicht hat, ist das natürlich hanebüchen und haarsträubend, was da passiert ist. Sie wissen selber, das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, Ausschussvorsitzende können abberufen werden, obwohl sie gar nicht gewählt werden und gar nicht in der Geschäftsordnung festgeschrieben ist, dass sie abgewählt werden können. Das soll bei Bundestagsvizepräsidenten unmöglich sein. Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Das sind natürlich die eigenen Posten, die da unberührbar sein sollen, die eigenen Posten der Altparteien. Wir haben ja keinen Bundestagsvizepräsidenten und deshalb folgen wir jetzt hier der Anregung des Bundesverfassungsgerichts, wenn man so will, und möchten die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags dahingehend ändern, dass in die Geschäftsordnung aufgenommen wird, dass eine Abwahlmöglichkeit für Bundestagsvizepräsidenten und auch Bundestagspräsidenten besteht. Eigentlich ist das auch breite Meinung in der CDU-CSU, also eigentlich müsste da auch zugestimmt werden. Wir werden sehen, wie CDU und CSU sich da verhalten. Das Thema ist jetzt so ein bisschen untergegangen durch das Platzen der Koalition. Eigentlich wäre es das Top-Thema, wenn man sich die Koalitionskrise wegdenken würde. Aber die CDU müsste auch hier gestellt werden. Die CDU muss auch hier Farbe bekennen. Deshalb unser Antrag, den wir in den Deutschen Bundestag einbringen. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder soweit. Wählt das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schätzen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Volksabstimmungen, das Schweizer Modell. Das ist unser Weg, das finden wir ganz toll. Bundespräsidentenwahl direkt durch dich und mich. Mit der AfD wird Deutschland wirklich neu und frisch. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Opferschutz statt Täterschutz, das ist unser Recht. Unabhängige Richter, da wird's wieder echt gerecht. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD, da bleibt Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's
uns viel wert. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil.